Audax Randonneurs Alemannia haben also hier den Standort Kiel der ARA bei allerbestem Wetter Anfang Mai. Es wird eine wundervolle Tour werden. Bei der Kontrolle in Glückstadt, das ist die zweite, die K2, da gibt es Probleme mit dem Empfang. Am Deich gibt es einige Schafe und auch Schafgatter, nicht? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wer Spaß hat, kann ja... Die anderen checken noch ein. Bisschen über 50 Leute. Und es geht auf den 400er mit einer ganz tollen Strecke. Das Brevet heißt zum Wattenmeer. Es ist für mich so ein bisschen eine Fahrt in die Heimat, nämlich nach Mahne, nach Friedrichskoog, erstmal runter an die Elbe nach Glückstadt. Wetter ist fantastisch. Ja. Essen habe ich auch ein bisschen was anderes eingepackt als sonst. Mal gucken, wie das funktioniert. Hier kam einer an, der sagt, er hat 8 Riegel. Das reiche ihm. Ja, aber wir haben tolle Punkte. Wir fahren auch noch durch St. Peter und durch Büsum. Die Kontrollpunkte startet also 7 Uhr mit den Durchfahrtszeiten, die wir erreichen müssen. Und los geht's. Start der ersten Etappe. So, 2 hauen ab und der Rest wird wirklich richtig gemächlich. Also richtig langsam losgefahren. Aber das hat nicht lange gedauert. Da kam dann diese schnelle Truppe vorbei. Also beschleunigen, aufholen und mit ranhängen. Bis zum ersten Kontrollpunkt bleiben wir zusammen. Dann wird sich die Gruppe ziemlich auflösen. Oi, oi. Das mag das Pferdchen nicht. Also einmal durch Preetz durch. Hab mich einholen lassen. 12 Leute sind wir jetzt. Und es wird auch schon wärmer. Beim nächsten Stopp heißt es Klamotten runter. Geht also erstmal südlich von Kiel runter. Die Sonne scheint! Und das ist die schnelle Gruppe aus dem Hamburger Umland. Und deren Speed kann ich auf lange Zeit nicht folgen. Aber sie werden diese gesamte Truppe hier für lange Zeit anführen und wirklich für astreines Tempo sorgen. Und es geht wie üblich über die kleinen schönen Wege mit gutem Teer durch wunderschöne Natur. Gut, das Pferd ist ganz aufgeregt. Das, glaube ich, wird am liebsten mitlaufen. Das Wetter hätte kaum besser sein können.
Also wir haben fast über die Hälfte der Strecke Wind von schräg hinten bekommen. Die Schwentine. Einmal alle vorbeifahren lassen an der Kamera. Ja, der Rest ist da hinten. Hängt nicht richtig dran. Keine kompakte Truppe. Und wir fahren wieder ein bisschen schneller. Und es wechselt sich immer ab, mal über Felder, mal durch Wälder. Entlang von großen, wunderschönen Rapsfeldern. Und der Raps blüht so klasse. Also die vorne machen richtig schöne Pace. So knapp unter 40 Stundenkilometer hatten wir in der Regel drauf, wenn es glatt war und wir nicht gerade bergan mussten. So, wie hieß es eben? Wir fahren stabil, aber nicht übertrieben. Also knapp unter 40 heißt das. Jo. Aber ist gut. Macht richtig Spaß bei dem Wetter. Tolle Luft. Also sind schon fast vor Bo steht, der ersten Kontrolle.
Mal wieder eine etwas breitere Straße. So fahren wir in Zweierreihe. Schön kompakt. Prima für Windschattenfahrten. Naja, hinten sieht es immer nicht ganz so gut aus. Da ist das nicht ganz so diszipliniert. Einmal über die Autobahn, über die A7 rüber. Das nun wo steht? Erster Checkpoint. Jo. Umziehpause. Ich hatte mich wenigstens auf eine kleine Pause gefreut. Wollte was essen, eine Kleinigkeit zumindest. Und so rauschen wir in Bostedt rein. So Kontrolle 1 bei Kilometer 64. Jo, ich tippe mal, wir sind die Ersten. Ich glaube, hier war keiner vor uns schon hier. Muss man hier ein Bild machen oder was? Lass ja. Ja, und ich stempel ja auch mal eine Brevetkarte. Das machen ja nur noch wenige. Die meisten machen das alles digital mit der E-Brevetkarte. Ja, man muss die also erstmal rein. Danach dann raus mit dem E-Brevi-Stempel. Und obwohl ich wirklich zügig war, ich kam raus, die anderen waren weg. Also die waren wirklich super schnell. 9:12 Uhr, erster Kontrollpunkt. Die machen ja gar keinen Break. Stempeln, vielmehr Foto und dann fahren die gleich weiter. Das bei dem Tempo. Ja, ich werde sie trotzdem wiedersehen, obwohl ich ja überhaupt nicht deren Tempo fahre und das auch niemals einholen konnte. Aber für mich geht es nun erstmal in ruhigerem Tempo in kleiner Gruppe weiter. Hinterm CP1. Deutlich kleinere Gruppe. Die anderen, die wollten einfach zu schnell. Wohl bekommt. Und so habe ich dann meinen ersten Snack, also ein Brötchen, auf dem Rad verdrückt. Irgendeine kleine Baustelle. Ja, ich denke mal, unsere Vorgänger haben schon aufgemacht, die Tore. Das war bestimmt zugestellt hier. Eieiei. Erstes Viertel ist rum, haben jetzt 106 Kilometer. Und das bei allerbestem Sonnenschein. Aber sind eine kleine Gruppe, ist noch keiner aufgeschlossen. Nun fahre ich hier Mutterseelen allein.
Und noch ein paar Kilometer bis zum Kontrollpunkt Nummer 2. Jo, Glückstadt. Bei der Fähre über die Elbe. Die ganz schnelle Truppe ist eben vorbeigehuscht. Die ist ja nochmal nach Hause gefahren zu einem. Hat da Kaffee getrunken. Aber deren Speed will ich nicht mehr mitfahren. Es zwackt nämlich wieder bei mir. Das heißt, wenn da keiner ist, jetzt gleich werde ich da eine längere Pause machen und warten, bis die nächste kommt. Kontrolle Nummer 2 bei Kilometer 122 in Glückstadt. Wieder Stempel besorgen. Ach, und die Uhrzeit, können Sie die dazu schreiben? Die aktuelle Uhrzeit da unter? Und das E-Brevi stempeln. Danke Ihnen. Und dann gab es erstmal ein bisschen Pause zumindest. Na, ich hatte also wieder wie üblich wahrscheinlich übertrieben. Bin dann doch zu schnell mitgefahren. Und habe dann wieder meine Probleme im Magen bekommen. Hab dann da jetzt ein paar Kartoffeln anfangs gegessen, was gut geklappt hat. Und habe hier noch ein paar Aufnahmen gemacht, wie dann weitere Teilnehmer ankamen und sich hier auch umgezogen und dann versorgt haben. Also es wurde fleißig gegessen und vereinzelt fuhren die Leute dann weiter. Einer nach dem anderen startete dann zu Etappe Nummer 3. Und das Wasser wurde wieder aufgefüllt. Machst du heute noch Fotos oder? Dann gab es Maltodextrin da rein. Für ordentlich Kohlenhydrate aus der Flasche. So, es geht weiter. Vereinzelt fahren hier alle los. Dann geht es jetzt zur Fähre nach Brunsbüttel und dann Richtung Friedrichskoog, Arne. Und dann an die Nordsee. Start zu Etappe 2. Durch Glückstadt durch. Ein schönes kleines Städtchen. Nochmal ein Blick auf die Wetterkarte. Man sieht also wunderbar, wie schön wir immer noch Rückenwind bekommen. Der Wind kam also so südöstlich, ideal, ab Kiel, so ein bisschen Wind immer von hinten schräg. Das Oberfeuer in Glückstadt, von weitem zu sehen. Den hat man schon von weit weg gesehen, diesen großen rot-weißen Turm. Mal gucken, ob wir was von der Elbe sehen gleich. Wir fahren nämlich schon parallel dazu entlang. Die Elbe. Die Stör, das Störsperrwerk.
Jo, schicke Strecken mal wieder. Nachher geht es zu den Schafen auf dem Deich und durch wieder ganz viele Sperrtore oder diese Klapptore. Also nichts für Top-Zeiten. Teilweise sind die Straßen so, dass man da jetzt nicht durchrasen kann. Und auch die vielen Tore nachher werden also der Speed im Durchschnitt deutlich reduzieren. Und nun geht's für uns erstmal Richtung Brockdorf und kommen gleich an diesem riesen alten Ding vorbei, dem Kernkraftwerk Brockdorf. Den Älteren sicherlich sehr gut bekannt noch. Gab viele Demonstrationen darum. Ein recht umstrittenes Kraftwerk, galt viele Jahre als ein Top-Kraftwerk mit unheimlich hoher Ausbeute. Das ist jetzt hier Brockdorf. Ein Namen, den bestimmt jeder kennt. Hier rein. Oh. Oh, da ist besetzt. Danke. Und für uns geht es nun wieder hoch zum Deich mit wundervollem Blick auf die Unterelbe. Dann gibt es gleich Elbe zu sehen. Hi, schön. Die Elbe. Und die Fahrt beginnt durch diese vielen, fast nicht zählbaren Gatter, die man immer gut aufhalten muss, weil die selbst zurückfallen. Danke. Und relativ schwer sind. Also wenn man da einmal nicht aufpasst und die schwere Gatter dann automatisch zufällt und dann dummerweise auch noch hinten gegen die Schaltung kommt, na, das kann böse enden. Die genießen die Sonne hier, dösen hier überall rum. Ach, da ist aber schön. Ja. Und man muss aufpassen, wenn man Pech hat, laufen die einem direkt vor Schrat. Vor allem die Kleinen. Ja, wenn die also von der Mami getrennt sind, Mama noch schnell rüber rennt, dann wollen die Kleinen hinterher. Danke. Und dann, genau, es kommt hin und wieder zu kleinen Crashes, Fahrrad und Schaf. Aber in unserer Gruppe zum Glück nicht. Und so wechseln wir dann immer wieder die Seite. Deich mit Wassersicht oder dann hinter dem Deich. Geht also jetzt nach Brunsbüttel. Brunsbüttel geht gleich über den NOK und sind jetzt in Dithmarschen. So, ich muss hier rum. Genau. Hier lang. Die Kanalfähre in Brunsbüttel
Und es kamen noch ein paar Nachzügler. Gruppe wird also wieder wachsen. Da kommen die nächsten. Gerade noch rechtzeitig. Und ich habe den Break genutzt und meine Nudeln ausgepackt. Nach einem Brötchen gab es nun Nudeln. Ich glaube, wir waren so bei grob 150 Kilometern. War also Zeit, mal wieder ein bisschen was zu essen. Hatte also 2 Tüten Nudeln mit. Einmal mit Ketchup, einmal mit Pesto. Konnte mir also aussuchen, etwas süß oder eher ein bisschen herzhaft dann zu essen. Und gefällt mir also definitiv besser als immer nur Brötchen. Ein Blick auf die Schleusen in Brunsbüttel, gerade mit regem Verkehr. Oh, Rollsplit aufpassen. Schön, jetzt geht's Richtung Friedrichskoog. Wieder am Deich entlang. So, mal schauen, vielleicht gucken wir wieder hoch über den Deich. Ne, bleiben dahinter. Und die Gruppe ist gewachsen. Bei Klaus Hamburg. Ja, da bin ich auf der Langfahrt. Ja. Das ist wieder. Und so bleiben wir bis Friedrichskoog Spitze in der Regel jetzt hinter dem Deich. Mit Blick auf die Felder. Fahren jetzt also bis Friedrichskoog Spitze. Auf diesem landwirtschaftlichen Weg hinter dem Deich. Eigentlich ohne Autos. Kann man prima zusammen parallel fahren. Und ein bisschen plaudern während der Fahrt. Zum Kaiser Wilhelm Koog. Namen, die mir wohl bekannt sind. Also in einem schönen, ruhigen Tempo fahren wir nun langsam Richtung Norden. Immer noch so ein bisschen Wind von hinten. Also Friedrichskoog und da wohin fahren, das nennt sich Friedrichskoog Spitze. Ein schöner Punkt, um Watt laufen zu können. So, Ich hoffe, es sind noch alle da. Ja, das hat so gut gerochen da. oh, lecker Fischräucherei. Da roch's klasse nach geräucherten Fisch. Kontrolle Nummer 3 in Friedrichskoog Spitze. Ein schöner Name. Und hier haben wir auch nicht aufgebaut. Hier, das sah früher anders aus. Ja, die Treppe bin ich zu oft hoch und dann ins Watt gestiefelt. Kontrolle Nummer 3 bei Kilometer 181 in Friedrichskoog Spitze. War früher einfach nur ein Deich.
Mit einem einfachen Parkplatz in der Wiese konnte man einfach hingehen, ins Watt gehen. Ich glaube, heute muss man da Eintritt zahlen. Also wieder Fotostempel besorgt. Und dann habe ich mich erstmal ein bisschen ausgeruht, habe dann da das erste Mal meine Tabletten genommen, weil das mit dem Magen doch zunehmend ein Problem wurde für mich. Ja, und das war auch angekündigt, da gibt es keinen Internetempfang. Da sollte man also Foto machen, hochladen, versuchen und hoffen, dass es dann beim nächsten Mal dann geht. Aber es wird klappen. Ich hab's versucht, aber... Danke. Okay. Ja, gerade Und Elbe. dort lange Zeit entlang. Mit Bisschen Blick auf zumindest. die Deiche, die vielen Schafe, getrennt von unzählig vielen Gattern, dass die Schafe da nicht ausbüchsen. Also eins der Top-Orte hier in Schleswig-Holstein sollte jeder mal gewesen sein und am besten ins Watt laufen bei Ebbe. Und dann wird es halt von Tor zu Tor gleich gehen. Einer hält dann immer auf, alle fahren durch und dann bremst man und beschleunigt wieder hinterher bis zum nächsten Tor dann. Aber diese Aussicht ist einfach nicht zu toppen. Es riecht wunderbar nach Watt und guckt je nachdem entweder das Wasser an oder halt das Watt. So. Und wir wechseln immer wieder, fahren ein Stück hinterm Deich, fahren dann wieder rüber und fahren dann wieder am Deich mit Blick auf die See oder auf das Watt. Das Meldorfer Speicherbecken mit einem kleinen Hafen dann auf der linken Seite. Wirklich ein ganz tolles Stück Natur. Ein schöner Punkt für einen kleinen Ausflug. Gibt auch einen schönen Parkplatz da. Dann kann man hier auf dieser Seite oder auf der anderen Seite des Deiches dann etwas träumen und die Zeit verstreichen lassen. Speicherkog nennt sich das hier. Kleines Sperrwerk mit Minihafen. Das Nordseeheilbad Büsum.
Danke. So, da hinten sind auch welche von uns. Es geht wieder durch die Schafwiese zum Eidersperrweg. Das müsste da hinten sein. So einen weißen Turm kann man da sehen. Und hoffen, dass kein Schaf losrennt hier. Das Eidersperrwerk mit großen Möwenkolonien. Die Vögel lieben das hier. Irgendwelche Lachmöwen. Und so geht's einmal rüber über dieses gigantische große Sperrwerk da zur Eider hin. Mit riesigen Toren, die sie hoch und runter schieben können. Wird aber auch schon seit langem dran gebaut. Überall sind noch Gerüste. Die reparieren da seit Jahren dran. Rechts keine und Angst, links ne? gibt es dann diese Brutkolonien der Hier ist der Lachmöwen. Knuffi. Hi. Und jedes Frühjahr ist da der Teufel Ja, los von schimpf den mal nicht Kleinen. Und der hier auch. Nee, steht sogar. Das sind das Lachmöwen, genau. Ne? Lachmöwen. Und dann kann man wirklich mit bloßem Auge hunderte von Nestern auf dem Boden sehen, wo die dann drücken und sich gegenseitig versorgen. Also ist wirklich ein tolles Schauspiel. So, hier kann man sich hier vor und lang machen. Nochmal ein Blick auf das Eidersperrwerk. Und wir haben noch 25 bis St. Peter-Ording. Das ist dann Checkpunkt Nummer 4. Und haben jetzt 230 Kilometer. Also ein Tick über die Hälfte. Und wieder ein Gatter. Und das Wasser schimmert und spiegelt so schön. Und selbst die Straße, die flimmert, sieht aus da hinten wie Wasser. Dankeschön. Wir haben also schon Nachmittag. Die Sonne steht ein bisschen tiefer. Und wir fahren der Sonne entgegen. Sie blendet herrlich. Und bringt das Wasser wie auch die Straße zum Glitzern und zum Flimmern. Danke. Das Wetter hätte einfach nicht besser sein können. Trocken, tolle Luft, Wind aus der richtigen Richtung, für die meiste Zeit zumindest, und absolut trocken. Nix für ein Topspeed die Strecke.
Danke. Und so ging es kilometerlang auf diesem wunderschönen Teer direkt am Wasser entlang. Auf der anderen Seite der Deich. Eine super schöne Landschaft hier am Bad. Der Hafen Estensiel, Wenn das wohl ein Fleet hier, Entwässerung für die Felder. Danke dir. Ja, ein Tour nach dem anderen. Ich filme sie nicht alle. Oh Mann, ist das geil. Und da der Raps auf der Seite und hier das Wasser, glitzernd und spiegelnd, mit bisschen Gegenlicht. Ja, ist schon ein kleiner Stau. Da kommen die mit ihren Kinderanhängern gar nicht durch. Oh, recht Service. Besten Dank. Und hier auf der Strecke, wo wir jetzt fahren, auf dem schwarzen Teer, wird das ja schön warm über Tag. Das speichert dann die Wärme. Und wenn es dann in der Nacht kalt wird, dann liegen hier die ganzen Schafe und betrachten das wohl als ihr Bettchen. Recht amüsant. Wenn man dann nachts kommt mit dicken Scheinwerfern, dann denken die sich, oh, was soll das jetzt hier werden? Die sind gewohnt, hier nachts zu pennen, auf der Straße. Das ist auch kaum durchkommen. Wenn man so eine Herde hat, die belegt hier wirklich den ganzen Weg. Also da hat Carsten wieder einen schönen Weg rausgesucht. Hier am Watt lang ist ja auch Titel des Brevets. Große Aufregung hier. Ja. Bloß nicht vors Rad laufen, das bringen die nämlich zu gerne. Ja. Das Brevet bei Rehen könnte ein bisschen eklig werden, bei dem, was hier alles rumliegt. Wenn das aber nass ist. So, für uns geht's nach oben. Ja. Zu den Rapsfeldern. Vielleicht zumindest. Hier ein letzter Blick. Vorerst. Ja, da ist der Raps. So.
Aber auf der Strecke hier geht das gar nicht. Danke dir. Also erstmal ein wenig durch die Felder. St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland. Also CP Nummer 4 und vielleicht ein bisschen längerer Break. Vielleicht kann man doch was Warmes essen. Lust hätte ich ja schon. Aber das bietet sich hier in dem Ort garantiert an. Es ist ein schöner Touri-Ort. Im Sommer total überfüllt. Und so geht's für uns erstmal durch die Innenstadt. Das ist da alles etwas lang gezogen. Sind doch eigentlich 3 Orte, die an einer Kette da sind. Kontrolle Nummer 4 bei Kilometer 252 in St. Peter-Ording. Checkpunkt Nummer 4. Ja, nun hatte ich ja wieder Chance hochzuladen, das was in Friedrichskoog nicht ging. Aber es hat zum Glück geklappt. Ja, hat er gemacht. Dankeschön. Also kurz vor 6 sind wir jetzt in St. Peter. Noch schnell das Foto von hier hochladen. Mal Wetter angeguckt, also sah hervorragend aus. Ja, der Wind. Ja, komisch, dass der Wind da so in der Mitte dreht und dann haben wir ihn von vorne, den Rest. Temperaturen, sieht hervorragend aus. Auf diesen weiter. Da hinten sind die, das schaffe ich ja noch. Muss ja noch mal einen Stempel holen. Ja, ich denke, Ja, das waren aber andere Radfahrer. Also geht's erstmal in kleiner Truppe weiter. Start zur Etappe 5. Und so setzte ich mich erstmal an der Strecke auf eine Bank, konnte also gut gucken, wann die anderen nachkommen werden. Und für mich gab es erstmal Sushi, Reisrolle in Nori-Blatt und Wasabi. Das ist ja geil, oder? Reisrolle. Und Sojasauce. Da ist Reis drin und Wasabi. Oh, lecker. Na, sind hier Mücken? Ich glaube ja. Sonst bin ich ja oft mit Teigwaren gefahren und habe dann auch Süßigkeiten mitgehabt. Aber da merke ich halt, dass das mir irgendwie auf die Dauer nicht gut tut bei solchen Fahrten. Ja, lassen sich gut transportieren. Eingewickelt in
Frischhaltefolie und ein paar Rollen hier drin in der alten Filmdose. Sojasauce. Dann haben wir eine schöne, salzige, geschmackvolle Reisrolle. Und sind super schnell gemacht. Wiegen nicht viel. Halten bestimmt einen Tag, auch im Warmen. Und die Kühe haben ihren Spaß hier auf der Wiese, die laufen. Also meine Kartoffeln habe ich zur Hälfte weg. Die haben mir richtig gut getan. Immer nur Brot und Brötchen. Also zwei hatte ich mit, eins habe ich noch. Da ist das mir hier lieber. Und zumindest schon mal für den Arm präpariert. (7 Uhr haben wir jetzt. Und sind jetzt in einer kleinen Dreiergruppe. Wir werden also eine Weile in kleiner Gruppe fahren. Einen werden wir noch einsammeln, bis dann zum nächsten Checkpoint. Ja. Ach, die bleibt sogar auf. Evershop Sielhafen. Und es werden für uns die letzten Kilometer am Watt sein. Genießen also die letzten Meter entlang des Nationalparks Wattenmeer zu fahren. Am Abend ist schon kühler geworden. Wir haben also wieder Windbreaker an, haben schon unsere reflektierenden Streifen und Westen angezogen, die Lichter präpariert. Das dürfte jetzt das letzte Gatter sein. Und dann verabschieden wir uns hier von der Nordsee. Dann geht's nach Friedrichstadt. Ich habe noch nicht... jetzt, danke. Bam. Adieu, liebes Wasser. Mit untergehender Sonne, aber die sehen wir nicht, die haben wir immer im Rücken gleich. Und wir haben doch noch ein letztes Gatter, ist doch noch da. Ach, viele Tore. Danke. Und seitlich gucken wir in die nun langsam untergehende Sonne. Und dunkel wird es dann im Rücken von uns werden. Also den roten Sonnenuntergang werden wir dann doch leider nicht sehen können. Und für uns geht es hier erstmal ein bisschen Wind von vorne weiter Richtung Inland, Richtung Friedrichstadt.
Aber eine hervorragende Aussicht. Die Eider. Kurz vor Sonnenuntergang. Sieht man ja auch hier da hinten. Wird es langsam rötlich. Wir sind nun in Friedrichstadt. Willkommen in Friedrichstadt. Das Mini-Venedig hier, Friedrichstadt. Es hat wirklich schöne Ecken, das Friedrichstadt. So kleine Kanäle. Liegen auch viele Boote. Also einige verwechseln es mit einem mini kleinen Venedig. So ein bisschen Charme hat das danach. Und wie nun zu sehen, die Sonne geht hinten immer weiter runter. Haben aber leider doch Bewölkung jetzt, sodass wir also keinen Blick in ein Abendrot erhaschen können. So, 9:30 haben wir das mittlerweile. Haben noch 3 Kilometer vorm dann letzten Checkpoint vor dem Ziel. Jetzt wird es ja so mit einem Ruck jetzt dunkel. Kontrolle Nummer 5 bei Kilometer 337 in Elsdorf. Reifendienste in Anspruch nehmen, ist auch einfach weg. Also, du musst noch deine Equipment vervollständigen. Reifenheber, so einen schönen, so wie ich habe, hast du gesehen, mit so einem Hebelchen. Ich hab einen festen Griff. Kannst du ein Foto machen? Ja. Möglichst mit ein paar Leuten drauf, so also ein bisschen weiter weg, ruhig. Kann man Die war eben an, so. Und wie die Wetterkarte zeigt, der Rest ist so ein bisschen Wind von vorn, aber in der Nacht ist er eigentlich kaum mehr zu merken. Der ist dann so schwach. Dankeschön. 21:43 Uhr, also kurz vor 10. Und nach einer längeren Pause mit ein bisschen Essen dann nochmal ganz warm anziehen und präparieren für die Nachtfahrt. Start zur letzten Etappe hinein in die Nacht.
kurze Pause, alle schön dick eingemummelt, die letzten 70 Kilometer. Jetzt wieder im großen Trupp. Sind nun also wieder ein schöner großer Trupp, werden aber nicht sehr lang zusammenbleiben. Also die vorne machen wirklich mega Druck, fahren richtig schnell, sodass dann Zug um Zug einer nach dem anderen abfällt und alleine weiterfährt. Und aus den jetzt knapp 15 Leuten, an der Fähre haben wir auch noch ein paar dazu genommen, werden nachher 5 Leute bleiben. Der Rest fährt dann irgendwie einzeln oder in eigenen Gruppen dann weiter ins Ziel. Da ist die Fähre in Breiholz. Kommt gerade rüber, das passt ja gut. Die Kanalfähre in Breiholz. Und so geht's entlang vom Nordostseekanal mit Blick auf die Lampen vom Kanal. Glatter Teer. Kein Verkehr mehr. Dann geht's hier am Kanal lang.
rein. Also es ist aus 15 exakt 5 geworden. Einer fällt nach dem anderen ab. Der Speed ist einfach zu hoch. Naja. Also weiter ballern. Wolfsee. Wir haben es geschafft. Das Ziel ist erreicht. Endkontrolle bei Kilometer 409 in Kiel. Das hier sind? Genau, und 0,55. Danke Ihnen. Kurz vor 1 dann im Ziel angekommen. Und die kleine Gruppe, mit der wir das erreicht haben, nochmal ein Abschlussfoto und zum Schluss ein paar Schnappschüsse von unterwegs. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.